endlich steigen die Sparbuchzinsen. Aber als Sparer habe ich nichts davon. Ja, wie kann es das geben? Es muss ja jetzt mehr werden am Sparbuch. Naja, am Papier schon. Es kommen natürlich jetzt Zinsen dazu, also gut geschrieben auf das Sparbuch drauf. Die Zahl am Sparbuch wird größer, aber wenn wir uns das grafisch ansehen, in der Linie, in der Grafik sehen wir die Entwicklung der Inflation die letzten Jahre mit diesem extremen Anstieg der Inflation im heurigen Jahr und der Erwartung, dass wir hier tendenziell etwas niedrigere Inflationswerte nächstes Jahr bekommen werden. Aber in der zweiten Linie sieht man, was in der ganzen Zeit die Sparbuchzinsen gemacht haben. Die waren die letzten Jahre natürlich weit unter der Inflationsrate. Klar, wenn ich keine Zinsen bekomme. Jetzt gehen die Zinsen zwar nach oben, die Hoffnung ist auf 2, 2,5, 3%, aber warum gehen die Zinsen rauf? Weil die Inflationsrate extrem hoch ist. Die Notenbank hebt die Zinsen an, genau um diese Inflationsrate zu bekämpfen. In Zahlen ausgedrückt, selbst unsere Notenbank erwartet, dass nächstes Jahr die Inflationsrate zwar nicht so hoch sein wird wie heuer, heuer sind wir bei knapp über 10%, so schlimm wird es nächstes Jahr hoffentlich nicht, aber die Inflationsrate auch nächstes Jahr deutlich über 4% ausfällt. Und so hohe Sparbuchzinsen wird es nicht geben. Und das sieht man in der Grafik, der dritte Teil, diese Fläche unten, die zeigt, was bleibt von meinen gut geschriebenen Sparbuchzinsen übrig, wenn ich die Inflationsrate abziehe. Was da übrig bleibt, ist meine Kaufkraft. Ich lege 100 € aufs Sparbuch und wie viel Kaufkraft habe ich nach ein paar Jahren? Wie viele Produkte, Güter kann ich mir drum kaufen? Und wenn dieser Teil unter Null ist, heißt es, ich verliere jedes Jahr Kaufkraft. Das heißt, die Inflationsrate frisst jedes Jahr mehr an Kaufkraft weg von meinen Ersparnissen, als die Zinsgutschrift hinzufügt. Und an dem Dilemma wird sich quasi wenig ändern. Wir kriegen zwar etwas höhere Zinsen, aber nur weil die Inflationsrate noch höher ist. Das heißt, mein Kaufkraftgewinn bleibt weiterhin ein Kaufkraftverlust jedes Jahr. Schauen wir uns das gleich anhand des Kaufkraftrechners an. Ja, genau. Ist frei abrufbar im Internet, kann man die Historie durchspielen, kann man auch die Zukunft simulieren, wie sich zukünftig erwartete Inflationsraten auswirken würden auf meine Kaufkraft. Und hier an einem Beispiel historisch aufgezeigt, angenommen vor 10 Jahren, 10.000 € auf ein Sparbuch, da kommen dann Zinsen dazu, die letzten 10 Jahre, nicht viel, ist mir bewusst. Gleichzeitig frisst die Inflationsrate jedes Jahr Kaufkraft weg, relativ viel. Was bleibt von den 10.000 € vor 10 Jahren angelegt? Heute an Kaufkraft übrig. Was kann ich mir drum kaufen heute? Um 1.600 € weniger. Und das wurde die Kaufkraft schon reduziert. Und allein heuer, 10% Inflationsrate in etwa, kommt da nochmal 1.000er Kaufkraft weg und das kommt nicht mehr zurück. Das kann ich nicht mehr aufholen, diesen Kaufkraftverlust. Dazu müsste die Inflationsrate negativ werden. Das heißt, das Preisniveau mal für einige Zeit massiv sinken sogar, was kaum passieren wird. Ja, das ist aber jetzt ernüchternd. Was kann ich jetzt mit meinem Ersparten tun? Ja, ist ziemlich ernüchternd. Das ist definitiv nichts, was man liken kann. Ihr könnt aber zumindest uns liken, den Kanal liken, abonnieren und auf die Glocke drücken. Davon abgesehen, Sparbücher sind wichtig, weil wenn es darum geht, eine Liquiditätsreserve zu halten, Geld, das ich vielleicht in 1, 2 Jahren brauche, dann kommen wir alle nicht am Sparbuch vorbei. Der Punkt ist nur, wenn ich Kaufkraft über längere Zeit bewahren möchte oder auch wirklich über längere Zeit Vermögen aufbauen möchte, dass das mehr kauft in 5 Jahren, in 10 Jahren, dann muss ich mich leider nach anderen Veranlagungsklassen umschauen, die leider alle auch mit mehr Schwankungen verbunden sind, die nicht vergleichbar sind vom Risikoprofil mit einem Sparbuch. Und hier prominentestes Beispiel, globaler Aktienmarkt, breit gestreutes Aktienmarktinvestment, das ist das ultimative Gegenstück zu einem Sparbuch. Ich habe dazwischen noch extreme Kursausschläge, Wertausschläge, man sieht ja die starken Schwankungen in der schwarzen Linie über die Zeit, alle diese Krisen, Rezessionen, wir sind gerade wieder in einer, aber langfristig habe ich hier halt einen schönen Aufwärtstrend, zumindest war das so die letzten 50 Jahre, in der Kaufkraft, in der Wertentwicklung auch nach Inflation bei dem, was ein globaler Korb an Unternehmensbeteiligungen, Aktien wert ist. Und was man da genauer tun kann, welche Assetklassen vielleicht sonst noch geeignet sind, sehen wir uns das nächste Mal an. Das war super. Warte. Das geht sonst nicht so.